Hallo zum ersten Video im neuen Jahr. Das Thema von heute war ein Vorschlag aus den Kommentaren, welches mir aber auch schon mal durch den Kopf gegangen ist. Der Matthias, von dem der Vorschlag kam, schreibt ja selbst, dass das ein riesiger Themenkomplex ist. Ich würde eher sagen, es ist sehr vielschichtig. Letztlich muss man sich bei jeder Reparatur immer wieder eine Strategie erarbeiten. Eine 0815-Lösung gibt es nicht. Es gibt so viele verschiedene Geräte, Schaltungen und Fehlerarten. Wenn ich einen Verstärker reparieren will, der verzerrt, gehe ich anders heran, als wenn ich bei einem Oszillator herausfinden will, warum er nicht schwingt. Trotzdem habe ich mal versucht zusammenzutragen, was mir vor so einer Reparatur im Hinterkopf herumgeht, für die, die am Anfang noch gar keinen Plan haben. Am Schluss werden wir uns das mal in einem ganz einfachen Beispiel ansehen, also dranbleiben. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Die Möglichkeit, eigene Geräte selbst reparieren zu können, war ein Grund, warum ich mich schon sehr früh mit sowas beschäftigt habe und mich dann sogar Nachbarn auf dem Schulweg angesprochen haben, ob ich nicht mal nachsehen kann, was mit ihrem Fernseher oder Radio nicht stimmt. Geholfen hat mir dabei, wie so oft, die entsprechende Literatur aus der Bibliothek. Das hier ist eine ganz alte Auflage von Fernsehreparaturpraxis aus dem Jahr 1961. Da konnte man noch ganz gezielt auf typische Fehler bestimmter Geräte eingehen, denn es gab nur wenige Modelle. So wenige, dass man alle Schaltpläne mitliefern konnte, obwohl man die damals sowieso zu den Geräten dazu bekam. Später konnte ich mir dann die Neuauflagen selber kaufen, RFT-Service-Fernsehempfänger, Rundfunkempfänger und Phono- und Tonbandgeräte, wo es dann auch um Einstellungen der Mechanik geht. Und man bekam sogar ein Westbuch aus dem Pflaum Verlag München, Service an Farbfernsehempfängern PAL und SECAM, obwohl ja klar war, dass PAL nur interessant war, wenn man Westfernsehen gucken wollte. Zu der Zeit hatte man aber schon stillschweigend akzeptiert, dass das sowieso alle machen. Es war nicht mehr wie zu Ulbrichts Zeiten, als man noch die Antennen vom Dach gerissen hat, wenn sie in eine falsche Richtung zeigten. Aus solchen Büchern kann man einiges lernen über gezielte Fehlersuche, Messverfahren und Einzelteilprüfung. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kann man das in so einem Videoformat umsetzen, damit es nicht nur rein Unterhaltungswert hat. Am besten ist es, wenn man eigene praktische Erfahrungen macht. Natürlich lernt man auch was, wenn man jemanden bei der Fehlersuche zusieht. Ich bin aber keine Werkstatt, die laufend defekte Geräte auf dem Tisch hat. Da gibt es andere Kanäle auf YouTube, die das machen. Ich habe da so eine vage Idee, wie man euch da besser beteiligen könnte. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder Sinn macht. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Vielleicht könnte man das mal als Livestream machen. Also ich setze euch ein Problem vor und ihr sagt mir, was ich machen soll. Aber das ist erstmal nur so ein unausgegorener Gedanke. Heute will ich anfangen mit ein paar allgemeinen Überlegungen, wie man einen Fehler einkreisen kann. Es kommt eher selten vor, dass man direkt in eine Richtung zeigt. Außer vielleicht bei dem Klassiker, steck doch mal den Stecker in die Dose. Ein Servicetechniker, der schon 20 Mal das gleiche Gerät mit demselben Fehler auf dem Tisch hatte, der wird auch zuerst wieder an der gleichen Stelle nachsehen. Normalerweise geht man aber andersherum, nach dem Ausschlussprinzip vor. Die Methode Sherlock Holmes. Eliminiere das Unmögliche, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. Besser müsste man sagen, eliminiere das Unwahrscheinliche, denn hundertprozentig würde ich erstmal nichts ausschließen. Es gibt schon merkwürdige Fehler oder Fehlerkombinationen. Und die Überlegungen beginnen schon vor der ersten Messung. Das Erste, was mich interessiert, ist, wo stammt das Gerät oder die Schaltung her? Ist es ein industriell gefertigtes Seriengerät oder ein Selbstbau, der lange einwandfrei funktioniert hat? Dann kann man Fehler im Schaltungsentwurf ausschließen. In dem Fall sucht man nach Verschleiß, Bauelementealterung oder Ausfall, Kabelbruch, Kontaktprobleme oder sowas in der Art. Anders ist es bei einer Schaltung, die neu aufgebaut wurde und von Anfang an nicht so funktioniert, wie sie soll.
Hier würde ich keinen Bauelemente-Fehler suchen, denn ich gehe davon aus, dass ich für ein neues Gerät auch neue Bauelemente verwende. Wenn ich ein Bauelement einsetze, was ich schon 10-mal in einer Versuchsschaltung hatte, würde ich das vorher überprüfen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Der häufigste Fehler ist hier eine falsche Verdrahtung. Man hat auf dem Steckbrett ein falsches Loch erwischt oder eine Brücke vergessen. Beim Leiterplattenentwurf ist was schiefgegangen oder man hat beim Löten eine Zinnbrücke produziert, was nicht ungewöhnlich wäre bei den geringen Kontaktabständen von SMD-Schaltkreisen zum Beispiel. Vielleicht ist auch nur ein Transistor falsch herum eingebaut. Man sollte also als erstes die reale Schaltung nochmal mit dem Stromlaufplan abgleichen. Wenn das eine Schaltung ist, die aus der Literatur oder dem Internet stammt oder eine komplette Eigenentwicklung ist, kommen noch weitere Fehlerquellen dazu. Es könnte ja ein Fehler im Stromlaufplan sein. Selbst bei bewährten Schaltungen ist man nicht vor Druckfehlern sicher. Die sollte man natürlich besser vorher finden. Auch bei einem Nachbau sollte man wissen, wie die Schaltung funktioniert und offensichtliche Fehler finden. Zu dem Thema gibt es ja schon ein Video, in dem wir uns ein Preisausschreiben aus den 60er Jahren angesehen haben, bei dem absichtlich solche Fehler eingebaut wurden. Die meisten werden das kennen. Wenn das eine Entwicklung von einem anderen Amateur ist, kann der Schaltungsentwurf nicht ganz optimal sein. Vielleicht hat die Schaltung nur aufgrund günstiger Bauelemente-Toleranzen funktioniert. Mit anderen Worten, sie ist nicht nachbausicher. Auch darauf sollte man vorher achten. Bei einer Eigenentwicklung kann schon in der Idee ein Denkfehler stecken. Die Schaltung ist prinzipiell fehlerlos, die Verdrahtung stimmt, die Bauelemente sind in Ordnung und trotzdem funktioniert es nicht so, wie man möchte. Dann ist grundsätzlich etwas falsch am Entwurf. Der nächste wichtige Hinweis ist, wann tritt denn der Fehler auf? Am einfachsten wird es, wenn der Fehler dauerhaft da ist. Dann kann man ihn in Ruhe einkreisen und nach der Reparatur ist man sicher, dass das Gerät auch wieder funktioniert. Schwieriger wird es bei sporadisch auftretenden Fehlern, also mal geht's und mal nicht. Ein Fehler kann ich aber immer nur suchen, wenn er auftritt. Hier gibt es auch wieder Unterschiede. Das Problem kann immer unter bestimmten Bedingungen auftreten. Das heißt ja, man kann den Fehler reproduzieren. Typisches Beispiel: Das Gerät fällt nach einer gewissen Zeit aus. Man muss nur so lange warten und dann kann man mit der Suche anfangen. Es deutet aber auch schon in eine bestimmte Richtung. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Gerät, das ich gerade eingeschaltet habe, und einem, das schon eine Weile läuft? Das Gerät wird warm. Ich würde jetzt also zuerst nach einem thermischen Problem suchen. Ein Bauelement, das ab einer bestimmten Temperatur ausfällt oder eine nicht mehr funktionierende Kühlung. Vielleicht ist ein Kühlkörper total verdreckt oder der Lüfter funktioniert nicht richtig. Ich würde mich auch dafür interessieren, wo das Gerät normalerweise steht. Vielleicht ist es so eingebaut, dass die Wärme gar nicht weg kann. Manchmal kann es so einfach sein. Das Schlimmste sind rein zufällig auftretende Fehler. Man sitzt auf der Lauer und wartet drauf. Die sind wirklich schwer zu finden und man kann nie sicher sein, dass man den richtigen Fehler gefunden hat. Am Anfang geht das Gerät wieder und man glaubt, man hat den Fehler behoben, aber irgendwann tritt er wieder auf. Aber auch solche Fehler zeigen wieder in eine bestimmte Richtung. Das sind häufig Kontaktprobleme. Verdreckte oder gealterte Kontakte, ein Kabelbruch, den man unter der Isolation nicht sieht, oder die berühmte kalte Lötstelle. Ganz übel ist ein Haarriss auf der Leiterplatte. Den kann man mit bloßem Auge nicht erkennen. Leicht zu beseitigen, aber schwer zu finden. Bei Kontaktfehlern kann man aber auch ein bisschen nachhelfen, indem man die Schaltung mal abklopft. So kann man den Fehler provozieren. Ja, ihr seht, die Art des Fehlers gibt schon Hinweise, wo man suchen sollte. Deshalb ist eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung so wichtig. Wenn ihr euer Auto in die Werkstatt bringt, könnt ihr auch nicht einfach nur sagen, irgendwie fährt das nicht mehr richtig. Damit können die nicht viel anfangen und werden euch dann fragen, was genau funktioniert denn nicht, wie äußert sich der Fehler und wann tritt er auf. Das gibt wichtige Hinweise darauf, in welcher Baugruppe man sucht. Wenn das Auto nicht mehr richtig bremst, muss ich nicht überprüfen, ob noch Benzin im Tank ist. Wenn beim Fernseher das Bild einwandfrei ist und nur der Ton fehlt, brauche ich mich um die Bildverarbeitung und das Display nicht zu kümmern.
Da suche ich eher im NF-Verstärker oder der Tonaufbereitung. Bei Geräten versucht man erstmal, die in Frage kommenden Baugruppen zu identifizieren. Bei modernen Geräten wie zum Beispiel Computern ist dann meist auch schon Schluss. Niemand sucht mehr nach fehlerhaften Bauelementen, sondern man tauscht einfach die ganze Baugruppe aus. Bei diskreten Schaltungen ist das anders. Wenn man die Baugruppe kennt, tastet man sich weiter vor. Das Erste, was viele auch wahrscheinlich von sich aus machen würden, wäre eine Sichtkontrolle. Ist eine Zuleitung abgerissen? Gibt es verschmorte Bauelemente oder auch typisch aufgeblähte Elektrolytkondensatoren? Ein beliebter Anfängerfehler ist, jetzt einfach nur dieses Bauelement auszutauschen und zu glauben, dass das damit erledigt ist. Das zerstörte Bauelement ist aber meist nur ein Folgeschaden. Es nützt nichts, die Sicherung auszutauschen, wenn man nicht die Ursache beseitigt hat, weshalb die Sicherung durchgebrannt ist. Ein Widerstand raucht nicht einfach von sich aus ab. Offenbar ist da etwas viel Strom geflossen und man muss erst nach der Ursache dafür suchen. Beim verbeulten Kondensator kann das eine Alterserscheinung sein. Wenn das nach relativ kurzer Zeit passiert, ist das aber auch nicht normal. Vielleicht wird der Kondensator im Betrieb zu warm, weil er in der Nähe von Bauteilen ist, die viel Wärme abstrahlen. Hier sollte man vielleicht das Schaltungslayout nochmal überdenken. Es kann aber auch sein, dass der Kondensator eine Überspannung bekommen hat oder sogar eine Spannung mit falscher Polung. Auch das muss man vorher erstmal untersuchen. Erst jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir Messungen machen können. Und das bringt auch nur etwas, wenn man weiß, wie die Schaltung funktioniert. Wie will ich erkennen, was falsch ist, wenn ich nicht weiß, wie es richtig sein muss? Was nützen mir Messwerte, wenn ich sie nicht interpretieren kann? Wie es jetzt genau weitergeht, hängt von der Art der Schaltung und des Fehlers ab. Das entscheidet, welche Geräte ich brauche. Reicht ein einfacher Vielfachmesser aus oder brauche ich ein Oszilloskop? Brauche ich einen Signalgenerator, um den Fehler zu verfolgen? Allein die Tatsache, wie lange wir uns jetzt schon über allgemeine Herangehensweisen unterhalten, zeigt, wie individuell Fehlersuchen sind. Einen Hinweis will ich noch loswerden, auch wenn der heute nicht mehr ganz so relevant ist. Denkt bei der Fehlersuche an eure Sicherheit. Bei modernen Geräten mit niedrigen Betriebsspannungen und Steckernetzteilen besteht kaum noch Gefahr. Anders ist es, wenn die Netzteile eingebaut sind. Dann führt auf jeden Fall eine Netzleitung in das Gerät. Noch kritischer sind alte Röhrengeräte. Und da hilft auch nicht der angebrachte Hinweis, vor Abnehmen der Rückwand Netzstecker ziehen. Denn irgendwann werde ich das Gerät einschalten müssen. Und auch bei gezogenem Stecker ist man nicht vollständig sicher, denn Kondensatoren können noch aufgeladen sein oder bei alten Fernsehern auch die Bildröhre. In den Fällen sollte man sich wirklich jeden Handgriff vorher genau überlegen. Wir wollen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel machen anhand einer einzelnen Transistorstufe. Der Fehler ist also schon auf diese eine Stufe eingegrenzt und wir gehen davon aus, dass die schon mal funktioniert hat. Das ist eine einfache Transistorstufe in Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung. Was ist das Problem? Am Eingang liegt ein Signal an. Und wie sieht es am Ausgang aus? Da kommt nichts an. Die Stufe funktioniert also gar nicht. Um den Fehler einzukreisen, werden wir ein paar Spannungen messen und daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen. Wenn gar nichts funktioniert, würde ich zunächst mal die Betriebsspannung überprüfen. Das sind die erwarteten 9 Volt. Die Batterie ist also in Ordnung. Das nächste, was ich messen würde, ist die Spannung am Kollektor des Transistors. Die liegt auch bei 9 Volt. Das ist nicht normal. Denn was bedeutet das jetzt? Der Kollektorwiderstand hat an beiden Seiten das gleiche Potential. Das heißt, der Spannungsabfall über dem Widerstand ist 0. Und das bedeutet, es fließt kein Strom durch ihn. Wir haben also keinen Kollektorstrom. Im Klasse A-Betrieb müsste hier aber ein Ruhestrom fließen. Können wir denn jetzt schon sagen, woran es liegt? Natürlich nicht. Erst einmal sind alle Bauelemente im Kollektorstromkreis verdächtig. Das sind der Kollektorwiderstand, der Transistor und auch der Emitterwiderstand.
Der Kollektorwiderstand wird es nicht sein, weil wir sonst auf der Kollektorseite nicht die volle Spannung messen würden. Es könnte aber auch der obere Basiswiderstand RB1 unterbrochen sein, denn dann würde kein Basisstrom fließen und ohne Ansteuerung gibt es auch keinen Kollektorstrom. Was ist mit dem anderen Basiswiderstand? Der müsste kurzgeschlossen sein, um den Basisstrom zu verhindern. Das ist aber eigentlich nicht möglich. Ein Widerstand wird entweder hochohmig oder ist unterbrochen. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie er sich von selbst kurzschließen kann. Deshalb fällt der als Fehlerquelle raus. Was ist mit dem Kondensator am Emitter? Ein Kondensator kann sowohl einen Schluss als auch eine Unterbrechung haben. In beiden Fällen hätten wir aber nicht dieses Fehlerbild. Bei einem Kurzschluss würde ein höherer Kollektorstrom fließen, weil RE überbrückt ist. Eine Unterbrechung würde ja bedeuten, er ist gar nicht da. Den Gleichstromarbeitspunkt würde das nicht beeinflussen. Er könnte nur seine Aufgabe nicht erfüllen und das ist die Gegenkopplung über dem Emitterwiderstand für das Signal zu überbrücken. Wenn er fehlt, sinkt nur die Verstärkung der Stufe. Deshalb können wir den Kondensator auch als Fehlerquelle streichen. Dann messen wir doch mal die anderen Spannungen am Transistor. Die Basisspannung liegt bei 0,65 Volt. Und die Emitterspannung bei nur 0,02 Volt. Was sagt uns das? Die Differenz der beiden Spannungen beträgt 0,63 Volt. Das entspricht in etwa der Flussspannung einer Diode. Die Basis-Emitter-Diode ist also leitend. Deshalb müssen auch die anderen beiden Widerstände in Ordnung sein. Die sehr niedrige Spannung am Emitterwiderstand deutet auch schon darauf hin, dass durch ihn nur wenig Strom fließt. Bleibt also nur noch der Transistor. Den würde man jetzt ausbauen und vielleicht nochmal testen und dann austauschen. Das kann ich mir aber sparen, weil ich weiß, dass der Transistor in Ordnung ist. Ich habe den Fehler ja künstlich eingebaut. Den werde ich jetzt beseitigen und dann sehen wir uns an, wie die Spannungen richtig sein müssen. Vorher testen wir mal, ob der Verstärker jetzt wirklich geht. So hört es sich am Eingang an und so am Ausgang. Betriebsspannung ist immer noch da. Am Kollektor sind nur noch knapp 6 Volt. Das heißt, der Spannungsabfall über RC ist etwa 3 Volt. Das bedeutet bei rund 400 Ohm einen Kollektorstrom von ca. 7,5 mA. An der Basis haben wir jetzt 1,34 Volt und am Emitter 0,64 Volt, weil ja jetzt über RE auch der Kollektorstrom fließt. Ich will noch kurz zum zweiten Teil der Anfangsfrage kommen. Muss man die Bauelemente zum Prüfen immer ausbauen? Am Ende, wenn man ganz sicher sein will, ja. Man muss sie dann ja sowieso tauschen. Um zu überprüfen, ob das Bauelement intakt ist, muss man das nicht immer machen. Nehmen wir mal an, wir haben den Kollektorwiderstand in Verdacht. Was passiert, wenn wir den mit einem Ohmmeter prüfen? Parallel dazu liegt die Basis-Kollektordiode und der 27 Kiloohm Widerstand. Die Parallelschaltung ergibt einen Widerstand von 384 Ohm. Viel Einfluss hat der Basiswiderstand also nicht. Man könnte den sogar fast ausschließen, wenn man das Ohmmeter so polt, dass die Diode gesperrt ist. Wenn der gemessene Wert nahe dem aufgedruckten Wert ist, können wir davon ausgehen, dass der Widerstand in Ordnung ist. Bei einer Unterbrechung wäre er wesentlich höher. Es kommt ja nicht auf den exakten Wert an. Das funktioniert immer sehr gut, wenn die beiden parallel liegenden Schaltungsteile im Widerstand sehr unterschiedlich sind. Ähnlich würde das beim Emitterwiderstand gehen. Anders wäre es beim Kondensator. Eine Unterbrechung könnte ich so nicht feststellen. Ein Kapazitätsmessgerät würde hier sicher Unsinn anzeigen. Ich kann auch nicht sicher messen, ob er einen Schluss hat. Das muss ja kein vollkommener Kurzschluss sein. Mit dem niederohmigen Emitterwiderstand parallel ist die Messung nicht aussagekräftig. Um sicher zu gehen,
wird man ihn einzeln testen müssen, wenn man ihn in Verdacht hat. Also auch auf die Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Man muss sich immer wieder neu die Frage stellen, ob eine Messung im eingebauten Zustand Sinn macht. Auf jeden Fall ist es sinnlos, der Reihe nach alle Bauelemente auszubauen und einzeln zu testen. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass man nicht weiß, was man tut und keine Ahnung von der Funktion hat. Sinnloses Herumstochern bringt nichts. Am Ende richtet man noch mehr Schaden an. Ich bin jetzt gespannt auf euer Feedback. Davon hängt ab, wie es weitergeht. Damit ihr bis dahin auch etwas zu tun habt, gebe ich euch noch ein anderes Problem mit auf den Weg. Zuerst sehen wir uns mal die Schaltung an. Das ist ein zweistufiger Transistorverstärker. Wir setzen voraus, dass es sich um eine Schaltung aus der Literatur handelt, die nachgebaut wurde, aber nicht so wie beschrieben funktioniert. Wie äußert sich der Fehler? Am Eingang liegt ein Signal mit 30 mV. Auf den ersten Blick sieht es am Ausgang gar nicht so verkehrt aus, aber es sind gerade mal 52 mV. Von einem Verstärker kann man hier kaum reden. Spannungsverstärkung nicht mal 2. Ich gebe euch noch ein paar Spannungsmessungen mit auf den Weg. Am ersten Kollektor sind es 4,21 Volt, am Emitter der zweiten Stufe 4,95 Volt und am Kollektor 4,87 Volt. Ihr könnt jetzt nur spekulieren, was das Problem ist, da ihr keine weiteren Messungen machen könnt. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr denkt, was euch komisch vorkommt oder was ihr als nächstes überprüfen würdet. Die Auflösung dann beim nächsten Mal. Bis dahin.